Willkommen im Aquazentrum, ich bin der Michi. Heute habe ich den Pulmovolta Cavallo 1000 für euch. Der Pulmovolta Cavallo 1000 ist ein Wasserstoffgenerator zur Inhalation von Wasserstoffgas. Man kann damit auch Getränke mit Wasserstoff anreichern und diese dadurch antioxidativ machen. Schauen wir mal, was beim Pulmovolta Cavallo 1000 dabei ist. 2 Gasbefeuchtungsbehälter, damit man keine trockenen Nasenschleimhäute bekommt. 2 Schläuche vom Gasausgang zum Befeuchtungsbehälter. 2 Halterungsschellen und 2 Schrauben, um die Befeuchterflaschen am Gerät zu befestigen. Einige Atemkanülen mit Schlauch, zum Wechseln für andere oder um den Schlauch zu verlängern. Eine Tüte voll mit Austauschnasensonden. Man muss nicht immer die ganze Atemkanüle austauschen. Einen Diffusionsstab. Damit kann ich Getränke, Suppen oder Smoothies durch Einblasen von Wasserstoffgas antioxidativ machen. Eine Schlauchkupplung zur Wasserstoff-Sauerstoff-Mischgasverwendung. Ein Y-Stück, um gleichzeitig 2 Atemkanülen zu benutzen. Einen Aquavolta Turbo Wasserstoff-Wasserbooster. Einen 5-Liter-Kanister doppelt destilliertes Wasser. Und einen Aquaphor Kannenfilter zur Vorbehandlung des Wassers für den Turbo-Wasserstoffbooster. Oder auch ihr gesamtes Trinkwasser. Nachdem wir jetzt wissen, was alles dabei ist, bereite ich den Cavallo für den Betrieb vor. So könnt ihr es dann auch machen. Ich sage euch auch, worauf ihr achten solltet. Auf dem Bedienfeld hier vorne ziehe ich die Schutzfolie ab. Den blauen Aufkleber auf der Oberseite ziehe ich auch ab. Darunter befindet sich der Tankstutzen zur Befüllung des Gerätes mit doppelt destilliertem Wasser. Und bitte verwendet nur doppelt destilliertes Wasser, sonst kann das Gerät Schaden nehmen. Auf der Rückseite befinden sich auch noch wichtige Sachen, nämlich das Netzkabel für die 220 Volt Stromversorgung und der Auslass des Wassertanks. Hier an den Seiten sind schon Schrauben, die drehe ich mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus und befestige damit die Klemmen für die Befeuchterflaschen. Die wird dann so eingehängt und mit einem von den kurzen Schläuchen mit dem auf dieser Seite Sauerstoffauslass verbunden. Möchte jemand nur Wasserstoff atmen, kann die Flasche und die Klemme auf dieser Seite auch weggelassen werden. Jetzt mache ich das Gleiche auf der anderen, der Wasserstoffseite. Oberhalb der Gummilasche steht auch, was an welchem Anschluss rauskommt. H2 für Wasserstoff und O2 für Sauerstoff. So sieht der Cavallo mit beiden Befeuchterflaschen aus. Jetzt braucht er das doppelt destillierte Wasser, aus dem er mittels Elektrolyse das Wasser in die beiden Gase Wasserstoff und Sauerstoff spaltet. Der Tankdeckel hier oben hat auch Symbole. Ich drehe ihn auf das geöffnete Schlosssymbol, um ihn herauszunehmen und das Wasser einzufüllen. Im Tank ist nur ein Sieb. Dort kommt ca. einmal im Jahr solch eine Vollentsalzungspatrone rein. Die Vollentsalzungspatrone sorgt dafür, dass das Wasser im Betrieb besonders rein bleibt, damit das Gerät lange sicher und zuverlässig funktioniert. Damit ich das Wasser leichter einfüllen kann, schütte ich es zuerst in einen Messbecher und von dort aus in den Tank des Cavallo. Danach stecke ich den Tankdeckel wieder in den Stutzen und drehe ihn vom geöffneten zum geschlossenen Schlosssymbol.
Es ist wichtig, dass der Tankdeckel richtig geschlossen ist, sonst ist das System dort undicht und es kommt kein Sauerstoff aus dem Sauerstoffauslass. Jetzt stecke ich den Netzstecker in eine Steckdose, worauf der Cavallo piept, so aussieht und sich dann in Standby schaltet. Der Pulmovolta Cavallo hat ein Touch-Display. Um ihn einzuschalten, halte ich meinen Finger auf die Einschalttaste. Nun kann ich mit der Time-Taste die gewünschte Inhalationsdauer und mit der Flow-Taste die gewünschte Gasmenge einstellen. Um den Inhalationsvorgang zu starten, tippe ich auf die Start-Pause-Taste. Hiermit kann ich zwischendurch auch eine Pause machen. Und schaut, der Cavallo läuft auch mit minimalem Wasserstand. Die perfekte Menge ist hier bei Maximum. Während des Betriebs sehe ich oberhalb der Flow-Anzeige, also der Zahl, die dort steht, einige beschriftete Balken. Das sind Hinweise wie im Armaturenbrett eines Autos. Sie können auch rot leuchten. In diesem Fall konsultiere ich das Handbuch und handle entsprechend. So, jetzt geht es darum, den Wasserstoff in den Körper zu bekommen. Im einfachsten Fall packe ich eine Nasenkanüle aus, lege sie an und inhaliere wie hier einfach den Wasserstoff zusätzlich zu meiner Atemluft. Jo, sieht gut aus, was der Typ da macht, oder? Naja, nicht so ganz. Vielleicht ist es euch auch aufgefallen, ich habe vergessen, die Befeuchterbehälter mit etwas Feuchtem zu befüllen. Ich nehme dazu auch von dem doppelt destillierten Wasser, da dieses keine Kalkränder in den Flaschen hinterlässt. Wie ihr hören könnt, blubbert es jetzt auch mehr. Wenn ich nur Wasserstoff atmen möchte, kann ich die Befeuchterflasche auf der Sauerstoffseite auch weglassen. So habe ich dann eine Geräuschquelle eliminiert. Möchte ich jetzt beides atmen, Wasserstoff und Sauerstoff, dann benötige ich das mitgelieferte Y-Stück. Dieses führt die beiden Gase in einen Schlauch zusammen. Möchte ich nicht allein, sondern mit einer zweiten Person zusammenatmen, benutze ich den einzelnen Schlauch mit dem Y-Stück, um das Gas auf 2 Nasenkanülen zu verteilen. Das verwende ich auch, wenn ich zu zweit nur Wasserstoff atmen möchte. Und dann kann ich zu zweit Wasserstoff atmen. Wenn der Cavallo eine Empty- oder Pure Water-Fehlermeldung zeigt, sollte ich das Wasser nicht nachfüllen, sondern es komplett entleeren und bis Maximum neu befüllen. Das zeige ich euch nachher noch, wie das geht. Ein ganz cooles Teil ist dieser Diffusionsstab. Damit kann ich Getränke wie zum Beispiel Smoothies zu antioxidativen Superdrinks machen. Dieses leere Glas hier dient nur als Platzhalter. Wir haben ein extra Video zur Anwendung des Diffusionsstabes gemacht. Du findest es hier oben rechts in der Info.
Beantworten wir mal ein paar der häufigsten, am meisten gestellten und wiederkehrenden Fragen. Das doppelt destillierte Wasser immer komplett tauschen. Wenn der Cavallo, wie vorhin schon beschrieben, einen Fehler zeigt, Empty oder Pure Water, dann an der Geräterückseite neben dem Stromanschluss die Kappe abdrehen, den kleinen grünen Stöpsel herausziehen und das Wasser komplett ablassen. Den Tankdeckel öffnen, damit das Wasser besser abfließen kann. Den grünen Stöpsel wieder hineinstecken, die Kappe wieder darauf drehen. Den Tank bis zur Max-Kennzeichnung wieder mit frischem, doppelt destillierten Wasser auffüllen. Den Tankdeckel wieder fest verschließen. Kommt einmal kein Gas auf der Sauerstoffseite des Gerätes, bitte checken, dass der Deckel richtig geschlossen ist. Das Nasenstück der Nasenkanüle kann ich einzeln tauschen. Wenn ich das Bedürfnis habe, eine neue Nasenkanüle benutzen zu möchten, kann ich das Nasenstück einzeln austauschen. Die Schlauchstücke sind mit kleinen Schlauchtüllen zusammengesteckt. Diese kann ich bei Bedarf auseinanderziehen und gegen ein neues Stück austauschen. Ich benutze den Cavallo auch während meiner morgendlichen Yoga-Praxis. Hierbei benötige ich etwas Platz. Dabei hilft mir ein verlängerter Schlauch, den ich aus 3 Schläuchen zusammengesteckt habe. Das ist auch praktisch, wenn ich auf dem Sofa sitze und beim Filmschauen inhaliere. Da ich nur Wasserstoff inhaliere, entferne ich den Befeuchterbehälter und die Halteschelle auf der Sauerstoffseite. Die Abdeckung auf dem Anschluss lasse ich offen, damit der Sauerstoff aus dem Gerät herauskommt. Das war's von mir. Jetzt gebe ich euch weiter an den Yassin. Genau, man kann den Cavallo auch 2 Wochen lang testen. So empfehle ich es auch Leuten, die da noch unsicher sind. Die bestellen sich online 2 Wochen Cavallo-Test, Leihgebühr 100 Euro. Das ist extra günstig gehalten, damit man dann den Test wirklich auch mal eingeht. Und siehe da, also die Rückgabequote ist sehr gering. Das heißt, wir erstellen dann typischerweise die Differenzrechnung. Die 100 Euro Leihgebühr wird angerechnet und nach 2, 3 Wochen melden sich die Leute und sagen dann, ja, typischerweise, wir behalten bitte Differenzrechnung. Deswegen mache ich das auch gerne, also jeder darf mal probieren. Wenn man jetzt da noch sehr unsicher ist oder sich fast sicher ist, dass man es nur leihen will, weil man sich das nicht leisten will, dann mir bitte im Vorhinein melden. Dann würden wir dann eher einen Rückläufer zusenden, weil so senden wir immer ein ganz neues zu. Wir haben auch selten einen Rückläufer auf Lager, aber einer ist da immer irgendwie einer da. Und somit haben wir nicht einen ganz neuen angebrochen, nur weil da jetzt jemand das tatsächlich leihen will. Also das kann man melden, aber sonst muss man das nicht melden, weil ich dann so ein neues zusende. Dann hat man ein ganz neues Paket und danach kann man dann überlegen, ob es bleibt. Man kann auch sich überlegen, ob der mitgelieferte Turbo bleibt. Den gibt es dann zum Sonderpreis, weil man ja schon 100 Euro Leihgebühr bezahlt hat, kann man den dann für 297 Euro behalten.
und hat dann im Endeffekt einen Turbo gekauft, aber so ein Gerät noch für 2 Wochen sich ausgeliehen. Und in diesem Sinne, wenn Fragen sind, gerne auch schreiben oder anrufen. Danke. Schönen Abend.